Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Eberle Stock, der G2 Ganzlinger 2. Einer der beliebtesten und bekanntesten Rucksäcke von Eberle Stock ist der Ganzlinger 2. Beziehungsweise jetzt sind wir schon G2 Ganzlinger 2. Den gab es nämlich schon mal in einer anderen Variante. Das ist jetzt hier die aktuelle und modernste Variante. Im Prinzip hat Eberle Stock hier einen Rucksack geschaffen, der einmal Volumen für Ausrüstung bietet, aber eben auch ein Waffenfach, was sich am Rücken befindet, was bei Bedarf eben für Langwaffen genutzt werden kann. Falls es nicht benutzt wird, kann man den Rucksack dann ganz nah an das Tragesystem herandrücken, um dort dann auch wieder das Gewicht perfekt auf den Rücken zu verlagern. Wir gehen aber einmal über die Spezifikationen und dann zeigen wir euch mal, was wir hier an Features haben. Der Rucksack hat ein Leergewicht von 2,7 Kilo und ein Gesamtvolumen von 44 Liter. Die Maße sind 56 cm mal 26 cm mal 20 cm in der Tiefe. Und das Waffenfach ist insgesamt 84 cm in der Länge 25 cm in der Breite und bietet nochmal 8 cm Tiefe, je nachdem, wie weit ich das hier ausfahre. Das kann ich euch aber auch gleich nochmal zeigen, wenn wir dann eine Waffe einschieben. Ihr seht es schon hier von der Ausstattung her, man hat hier an der Front bei dieser Version Lasercut-Molle gewählt, um hier vorne auch nochmal Zubehör anbringen zu können. Da gibt es unter anderem von Eberle Stock eine Waffenauflage, um den Rucksack dann als Schießauflage zu nutzen und hier dann die Waffe direkt durchzuführen. Man hat hier unten auch nochmal Lasercut-Molle in dieser Flap. Die wäre dann, wenn ich die zum Beispiel für eine Isomatte nutze, so angebracht. Wenn ich die jetzt hier weglasse, dann wandert das Ganze natürlich nochmal ein Stück nach oben. Das heißt, ich habe dann hier das Lasercut nochmal ein Stück weiter nach oben gebracht. An den Seiten hat man hier Daisy Chain verwendet, also Molle in Form von ganz schmalem Gurtband, um hier nochmal Gewicht zu sparen. Das ist sehr cool, denn hier kann man auf jeden Fall Karabiner einhängen oder eben noch weitere Ausrüstung befestigen. Das Ganze endet hier im unteren Bereich in einer großen offenen Tasche, Einschubtasche, die sich natürlich perfekt eignet, um zum Beispiel ein Spektiv oder ein Dreibein unterzubringen. Und vom Volumen her passt hier auch eine Nalgene. 1 Liter könnt ihr sehen von der Größe. Und natürlich auch als Referenz eine Kantine würde hier auch reinpassen. Habe ich auf beiden Seiten. Weiterhin habe ich hier einen Durchlass für einen Trinkschlauch hier im oberen Bereich. Der ist auch beidseitig verbaut für das Trinksystem und jeweils ein Carry-Handle rechts und links, um den Rucksack eben auch mal gut irgendwo hinhieven zu können. Ihr seht jetzt schon hier beim Waffenfach, wenn ich das nicht gefüllt habe, keine Waffe darin habe, dann ist der Rucksack hier relativ locker. Das heißt, man hat hier eigentlich keine Möglichkeit, das Ganze zu fixieren. Um dem abzuhelfen, hat man hier am oberen und im unteren Bereich 2 Schlaufen. Und dann kann ich hier meinen Kompressionsriemen, der den Pack umschließt, hier durchführen. Und dadurch wird das Waffenfach zugezogen, um dann eben hier vorne das Waffenfach eng zu ziehen und den Rucksack dann vom Gewicht her ganz nah an den Rücken zu bringen. Dafür sind diese Schlaufen gedacht, wenn ihr keine Waffe führt. Wir wollen aber natürlich das Ganze mit Waffe machen, deswegen gehen wir einmal raus. Weiterhin hat man hier auf der Front nochmal unter dem Lasercut-Molle einen flachen Einschub, der je nachdem, wie voll und wie pressig ich den Rucksack gepackt habe, auch nochmal Platz bietet. Im Moment habe ich den Rucksack ziemlich voll gepackt, das heißt, ich kriege hier meine Hand gerade so rein. Aber da könnte ich zum Beispiel einen Netzschal unterbringen, Dokumente, was auch immer. Man muss sich natürlich dann im Klaren sein, wenn ich hier vorne keine Molletasche untergebracht habe, dass man hier den Inhalt auch erkennen kann. Und noch ein Klettfeld, damit man das Ganze gut sehen kann. Dann gehen wir einmal hier über das Deckelfach. Hier habe ich
oben auf auch nochmal die Daisy Chain Molle, um hier nochmal Taschen anbringen zu können. Im vorderen Bereich einen wasserdichten Reißverschluss, der von der Größe her ein Fach bietet, wo zum Beispiel eine Sonnenbrille oder Schießbrille untergebracht werden kann. Relativ klein, Windmessgerät würde hier auch reinpassen oder ein GPS. Solche Gegenstände ist kein gepolstertes Fach, also da auf jeden Fall drauf achten, aber das wäre hier vom Platz her im vorderen Bereich. Um das eigentliche Topfach zu öffnen, habe ich zum Rücken hin, zum Träger hin, einen umlaufenden Reißverschluss, der das Fach zu 3/4 öffnet. Und hier findet sich ein Haufen Organisation in Form von 2 Einschubtaschen, die zum Beispiel Platz bieten für 2 AR-10 Dann nochmal 3 Stifteinschübe, die auch groß genug sind, um Knicklichter zu fassen. Hinter dem einen Magazin-Einschub ist ein schmales Fach, wo ich zum Beispiel hier ein Ride in the Rain Block unterbringen kann von der Größe. Und bei dem anderen ist ein bisschen mehr Platz. Da kriege ich hier sogar von der Größe her einen Organizer unter. Und dann habe ich hier nochmal ein Zip-Fach, wo ich zum Beispiel Handschuhe unterbringen kann. Und da hinten dran ist nochmal ein offenes Fach, das groß genug ist, um zum Beispiel auch eine Kartentasche komplett unterzubringen. Die habe ich jetzt hier mit reingepackt. Und hier auch nochmal eine Sicherungslasche mit Karabiner, um den Inhalt gegen Verlust zu sichern. Natürlich habe ich hier 2 umlaufende Reißverschlüsse, das heißt, ich kann da jederzeit gut das Ganze bedienen und auch die Zipperpulls sind hier gummiert, um eben auch mit Handschuhen einen guten Grip zu gewährleisten. Dann schauen wir uns einmal das Tragesystem an. Das ist Eberle-Stock typisch. Wer Eberle-Stock-Rucksäcke kennt, hat das schon mal gesehen. Wir haben hier 2 große Mesh-Bereiche, die die Schulterpolsterung oder die Rückenpolsterung übernehmen und in der Mitte einen Luftkanal, damit man hier auch genügend Atmungsaktivität hat. Im oberen Bereich breit gepolsterte Schulterträger, die anatomisch vorgeformt sind und hier in der Mitte einen Höhenverstellbereich, um das Ganze eben nochmal anpassen zu können. In der Mitte oben ist nochmal ein Carry-Handle zum Tragen und die Lastenübertragungsriemen sind hier auch vorhanden. Allerdings sind die hier an der Seite angebracht, logischerweise, damit der Zugang zum Waffenfach hier nicht durch die Lastenkontrollriemen blockiert wird. Das heißt, die laufen hier immer so ein bisschen über Kante. Die Träger bieten alles, was man sich wünscht für eine vernünftige Organisation. Man hat hier 2-mal Laminat, um zum Beispiel den Schlauch vom Trinksystem gut führen zu können. Und hier ein Stück weiter unten hat man nochmal einen höhenverstellbaren Brustgurt. Und der Gurt selbst lässt sich hier einmal mit einer Leiterschnalle in der Länge verstellen und lässt sich hier am Ende auch nochmal mit einer Fastex-Schnalle schnell lösen, um einen Schnellabwurf zu gewährleisten. Der Beckengurt ist genau wie auch die Schulterträger schön flach und breit, passt also perfekt unter Plattenträger und Co. für die militärische Nutzung, hat eine genügend Steifigkeit und Polsterung, um das Ganze eben so komfortabel wie möglich zu machen. Zusätzlich kann ich hier auch hergehen und den Beckengurt auch entfernen, wenn ich ohne Beckengurt arbeiten möchte. Also ihr seht, das wäre überhaupt kein Thema und hier auch sehr schön gelöst im Gegensatz zu anderen Herstellern. Man kann den Beckengurt hier ohne weitere Straps lösen zu müssen direkt entfernen. Da ist nichts miteinander verbunden, sondern der Beckengurt sitzt hier als eigenständige Einheit unten im Pack und damit habe ich hier das Ganze schnell beseitigt. Verschlossen wird er mit einem Pull-Backward-System und einer großen 50 mm Backel. Das ist auch sehr sauber gelöst. Wenn man hier überschüssiges Gurtmaterial hat, kann man das hier einmal unter dieser Gurtbandschlaufe durchführen. Die lässt sich dann auch zum Beispiel als Pull-Forward-Schnalle verwenden. Oder aber ich gehe natürlich her und führe das Gurtband hier noch hinter den Mollebereich. Das ist natürlich einmalig ein bisschen fummelig, das hier hinten dran zu schieben. Aber dafür ist es dann weg und normalerweise ändert sich die Größe hier vorne am Gurt ja auch nicht. Dann habe ich hier nochmal 5 Reihen Molle nebeneinander, also 2 Reihen Molle in 5 Schlaufen,
um hier auch nochmal Platz zu bieten, um Ausrüstungstaschen anzubringen. Das ganze Tragesystem wird gestützt vom Intex 2 Frame. Das ist herausnehmbar und auch nachrüstbar, falls ihr es mal kaputt bekommt. Holen wir es einmal raus. Ist ein Aluminiumrahmen, sehr, sehr leicht, gibt eine gute Struktur und kann im Zweifelsfall eben auch für andere Dinge genutzt werden, wenn ihr den mal herausnehmt. Wir lassen ihn jetzt aber drin, denn wir wollen natürlich, wenn wir die Waffen jetzt gleich noch hier unterbringen, bestmöglich den Support haben. Damit das Tragesystem hier auch nicht herausrutschen kann und gut gesichert ist, wird es hier mit einer Fastex-Schnalle innen gesichert. Das heißt, genau hinter dem Beckengurtbereich setze ich diesen Fastex-Verschluss hier an, schließe ihn, ziehe das hier straff und damit ist das alles safe. Hier sieht man auch schon einen Teil vom Waffenfach, aber da kümmern wir uns gleich drum. Wir schauen uns erst nochmal den Rest der Features an. Der G2 Gunslinger 2 ist ein Top- und ein Frontloader. Das heißt, ihr habt hier einmal ganz klassisch den Zugang von oben. Hier auch eine schöne Schürze mit Schneefang. Lässt sich hier das Ganze einmal öffnen und hier mit einem Kordelband zuziehen. Oder aber ihr greift von vorne zu. Dafür habt ihr wieder zwei umlaufende Reißverschlüsse, die die komplette Front öffnen und euch hier dann den Inhalt komplett präsentieren. Auf der Innenseite der Flap habt ihr hier einmal wieder Daisy Chain Molle, um hier auch nochmal Organisation zu bieten. Und auch im inneren Bereich gibt es jede Menge Organisation. Das sieht man aber am besten, wenn wir mal den ganzen Inhalt herausholen. Fangen wir mal unten an. Im unteren Bereich finden sich hier nochmal 4 Taschen, ganz einfach ausgeführte, mit einer elastischen Öffnung und einem Nylonmaterial, sehr gewichtssparend. Da passen zum Beispiel Feldflaschen rein, 2 Stück. Dasselbe auch nochmal hier an der Seite. Also das heißt, ich könnte hier nochmal 4 Liter Wasser mitnehmen, wenn ich das wollte. Habe hier im unteren Bereich diese Unterteilung. Über dieser Unterteilung habt ihr hier nochmal eine Fließauskleidung, wo ihr dann auch ohne weiteres Klettmodultaschen anbringen könnt, um hier weitere Organisation zu gewährleisten. Im oberen Bereich habt ihr hier Aufhängungen für Trinkblasen, 2 an der Zahl. Die Fächer sind etwas klein, das heißt, hier kriegt man maximal eine 1 Liter Trinkblase rein. Ihr könnt natürlich auch eine 3 Liter Blase hier einhängen und hier oben drüber hängen, aber die passt halt nicht in diese Taschen. Also wenn ihr 2 1 Liter Trinkblasen habt, könnt ihr die hier perfekt unterbringen. Von Source gibt es da zum Beispiel die Känguru-Trinkblase. Die passt hier perfekt rein, so dass man das auch mal hier sehen kann von der Größe. Das wäre hier für diese Unterteilung gedacht. Das letzte, was ich noch vergessen habe von der Außenseite, ist ein Fach unterhalb der Schürze. Das ist mit Mesh ausgekleidet und ist dafür gedacht, dass hier dann das optional erhältliche Raincover untergebracht werden kann. Und das kann natürlich dann auch hier durch das Mesh schön ausdunsten. Ja, dann würde ich sagen, packen wir einmal wieder alles rein und dann gehen wir ans Waffenfach. Als erstes zeigen wir euch den Eberle Stock G2 Gunslinger 2 in der Variante mit einer Waffe, die ohne den ausgefahrenen Waffenschuh getragen wird. Das wäre zum Beispiel auch ein Setup, was jenseits der Waffennutzung sinnvoll wäre, zum Beispiel für Bushcrafting, wenn ich hier Tabgestänge oder sonstige lange, sperrige Gegenstände, eine große Silky-Säge oder sonst irgendwas hier nochmal mit transportieren möchte, kann ich das hier in dem Fach ohne weiteres machen, ohne es weiter ausfahren zu müssen. In dieser Variante habe ich hier mal ein AR-15-System mit einem 16,75 Zoll Lauf und Magazin und Optik. Das heißt, die könnte ich jetzt hier genauso versenken und die würde dann auch hier so weit rausstehen. Das heißt, man kommt hier mit dem Muzzle ganz unten auf zum Stehen, das Magazin und die Optik bilden hier die obere Kante. Und damit komme ich da auch sehr gut ran und kann das so relativ kompakt transportieren und habe eben die Hände frei für andere Dinge.
Jetzt gibt es natürlich die Variante, ich will das System komplett verschwinden lassen. Dazu habe ich hier meinen Waffenschuh unten, der gerade eingefahren ist. Der lässt sich hier mit einem Fastex-Verschluss öffnen und dann ausklappen. Ihr seht, das ist auch wirklich Heavy Duty. Das heißt, hier müsst ihr euch keine Gedanken machen, was ihr da reinsteckt. Unten fettes Material, was hier Polsterung gibt, Ablaufösen auch nochmal dabei. Und hier auf der Rückseite nochmal einen Zipper, um zum Beispiel bei einem überlangen System Platz zu bieten. Zeigen wir euch gleich, wenn wir hier von den langen Babys was reinpacken. Und dann habe ich hier einmal diesen Schuh, der das ganze Waffenfach dann ein Stück verlängert. In diesem Fall will ich mein AR-System nicht im Schnellzugriff haben. Das heißt, ich entnehme das Magazin, gehe jetzt her und jetzt kann ich hier die Waffe einschieben, mit Optik verschwinden lassen. Und jetzt seht ihr, geht die auch schon mal ein ganzes Stück weiter rein. Ich könnte jetzt noch den Buttstock einschieben, ein Stück. Und dann wäre die jetzt wirklich fast weg durch diesen Schuh. Das heißt, das wäre zum Beispiel auch jagdlich denkbar. Wenn ihr ein kürzeres Waffensystem habt, um das hier dann ein bisschen unauffälliger zu transportieren, könnt ihr das hier mit dieser Variante ohne weiteres realisieren. Gedacht ist es aber natürlich primär für Scharfschützensysteme, für lange Waffen. Fangen wir mal mit der M40 hier an. Das heißt, die nehmen wir uns jetzt mal und packen sie einmal mit dem Schalldämpfer zusammen in die Tasche und schauen, was passiert. Ihr werdet gleich sehen, mit Schalldämpfer ist wahrscheinlich eher suboptimal, weil dann steht sie so weit raus. Dafür ist jetzt genau hier dieser Zipper gedacht, der ist ja schon offen. Das heißt, ich kann jetzt hier meinen Schalldämpfer rausführen. Und dann komme ich hier nochmal ein Stück weiter rein in die Tasche. Ja, also man sieht es, bei dem System ist es jetzt nicht so gravierend wie jetzt zum Beispiel bei der SR25, wenn der Schalldämpfer noch weiter rausstehen könnte. Das heißt, hier gewinne ich nicht wirklich was. Genau aus dem Grund gehen wir jetzt noch einmal her und nehmen hier einmal den Schalldämpfer ab. So. Und schieben es nochmal ein. So, jetzt sind wir hier im Modus, dass das M40 verstaut ist. Und jetzt hätte ich sogar die Möglichkeit, das Ganze nochmal etwas sicherer zu machen in Bezug auf Regensicherheit. Denn mit dem Ganzlinger kommt hier auch einmal das Cover, das man hier oben anbringen kann. Das wird hier einmal oben drüber gestülpt. Und dann habt ihr hier am Waffenfach nochmal Verschlüsse, um das Ganze eben hier verschließen zu können und dann nochmal an den Rucksack heranzuziehen. Ich mache das jetzt erst einmal zu und dann ziehe ich es ran, dass ihr es mal sehen könnt. So, und damit haben wir dieses große Waffensystem hier gut geschützt für einen längeren Transport im Rucksack untergebracht. Natürlich hat man hier Stellen, wo es noch reinregnen könnte im Zweifelsfall, aber das Gros wird auf jeden Fall schon mal abgehalten. Sehr, sehr cool gelöst das Ganze. Durch die Waffe im Rucksack hat der eigentliche Pack mit dem Volumen hinten dran hier ein bisschen mehr Stabilisierung. Natürlich könnt ihr jetzt trotzdem noch hergehen und zur Sicherheit die Fastex-Schnalle hier einmal zurückführen und sie eben hier durchführen, um dann das Ganze nochmal mehr zu sichern. Als Special zu diesem Video haben wir für euch auch einen Rabattcode organisiert. Diesen findet ihr in der Videobeschreibung, um günstiger an euren Eberle-Stock-Rucksack zu kommen. Ja, wie ihr sehen könnt, auf jeden Fall viele Möglichkeiten, mit dem Rucksack zu arbeiten, egal ob im taktischen Bereich oder im jagdlichen Bereich. Auch hier gibt es von Eberle Stock für alle Geschmäcker genügend Farben in diesem Rucksack, bei diesem Rucksack. Und da sei auch nochmal erwähnt, dass Eberle Stock jetzt nicht sich an die regulären Farben hält. Natürlich gibt es den auch
in Multicam, aber es gibt zum Beispiel bei Eberle Stock kein echtes Coyote oder kein echtes Ranger Green, sondern ein angepasstes Braun und ein angepasstes Grün, was sehr gut abgestimmt ist. Da könnt ihr mal auf der Seite von Eberle Stock schauen. Da haben die das sehr gut erklärt und auch gezeigt, wie diese Farben in den Umgebungen arbeiten. Also alles in allem ein super durchdachter Pack, der hier mit der Nutzung einer Langwaffe euch auch noch genügend Platz bietet, um hier arbeiten zu können. Unser Fazit zum Eberle Stock G2 Ganzlinger 2. Es ist ein super guter Allround-Rucksack mit einem moderaten Volumen von 44 Litern inklusive Waffenfach, um eben kurze Trips gut handeln zu können. Das Ganze auch bei einem ordentlichen Gewicht und einer sehr coolen Ausstattung, was die Features angeht. Unserer Meinung nach auf jeden Fall eine Empfehlung. Ihr bekommt den Eberle Stock G2 Ganzlinger 2 überall dort, wo man Produkte von Eberle Stock kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Cooler Rucksack oder nicht? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie man an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Schaltet auch wieder ein, wenn es heißt Eberle Stock Teil 2, 3, 4, 5 und 6. Da kommt nämlich noch einiges hinterher und natürlich auch gerne bei allen anderen Videos. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Bye, bye.